Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. Heute wird wieder mal fleischlos gekocht und zwar einen leckeren Brokkoli-Kartoffelauflauf und eine frische, aromatische, leckere Tomatensuppe. Die gibt es in 2 Variationen, dazu später mehr im Video. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, drückt jetzt auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos von mir. Kommen wir direkt zu den Zutaten. Ihr benötigt einmal schöne, leckere, fruchtige Tomaten. Ich habe jetzt hier Fleischtomaten genommen. Nehmt keine matschigen oder zu wässrigen Tomaten. Dann Knoblauch, Zwiebeln, Tomatenmark, Sahne und Gemüsebrühe. Die Sahne könnt ihr eventuell auch weglassen. Als erstes werden Zwiebeln und Knoblauch in kleine Würfel geschnitten. Das wird dann in einem Topf mit etwas Öl oder Olivenöl angedünstet, so circa 5 bis 7 Minuten. Die sollten nicht gebraten werden, sondern schön andünsten, damit die richtig schön weich werden. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Tomaten einmal schälen. Und die Tomaten werden einmal auch gewürfelt. Das kommt dann ebenfalls nach ca. 7 Minuten mit Tomatenmark in den Kochtopf zu den angedünsteten Zwiebeln. Das Ganze wird dann mit Gemüsebrühe aufgefüllt, dann mit geschlossenem Deckel ca. 30 bis 40 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit können wir schon mal den Brokkoli-Kartoffelauflauf machen. Dazu benötigt ihr Kartoffeln, Brokkoli, Käse, Oregano, Salz, Pfeffer, Creme fraiche Kräuter, Milch, Speisestärke und Eier. Käse könnt ihr einen beliebigen Käse nehmen. Ich habe jetzt hier Gouda am Stück. Ihr könnt natürlich auch Mozzarella nehmen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Als erstes werden die Kartoffeln geschält, heißes Wasser schon mal in den Kochtopf aufgesetzt. Die Kartoffeln werden dann ins Wasser mit Salz reingesetzt und ca. 20 Minuten gekocht. Den Brokkoli habe ich mir Röschen ausgeschnitten. Ihr könnt kleine und große machen oder nur kleine, wie ihr möchtet. Und den Stiel schmeiße ich auch nicht weg, den schneide ich mir in kleine Würfel. Das Ganze kommt dann auch in kochendes Wasser und für ca. 2 bis 3 Minuten blanchiert. In der Zwischenzeit können wir schon mal die cremige Soße für den Auflauf machen. Dazu einfach alle Zutaten, also Eier, Creme fraiche, Milch, Speisestärke und die Gewürze einmal kräftig in einer Rührschüssel durchmischen.
Die Creme kurz beiseite stellen und dann den Käse erstmal reiben. Kurz vorm Ende der Kochzeit gebe ich noch die Gewürze zu der Tomatensuppe hinzu. Den Herd dann kurz ausschalten und dann machen wir erstmal mit dem Brokkoli-Kartoffelauflauf weiter. Die gekochten Kartoffeln habe ich dann in Scheiben geschnitten. Das Ganze wird jetzt in eine Auflaufform geschichtet. Erstmal die Hälfte der Kartoffeln in die Auflaufform reingeben. Darauf verteile ich den kompletten Brokkoli. Die Hälfte vom geriebenen Käse kommt dann auf den Brokkoli. Dann kommt wieder die letzte Schicht Kartoffeln und darauf wieder den geriebenen Käse. Zu guter Letzt kommt dann noch unser Eigemisch hinzu. Das schütte ich jetzt über den kompletten Auflauf. Das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 50 bis 60 Minuten. Die ersten 30 Minuten decke ich das Ganze mit Alufolie ab und die weiteren 30 Minuten mache ich das dann ohne Alufolie. Jetzt können wir die Tomatensuppe pürieren. Ihr könnt das Ganze auch noch in einem Mixer machen, dann habt ihr das noch cremiger. Aber bei mir reicht es jetzt mit dem Pürierstab. Wer mag, kann jetzt die Suppe nochmal durch ein Sieb streichen. Ich mag es gerne, wenn es noch sehr sämig ist, deshalb mache ich das jetzt nicht. Die Suppe ist jetzt eigentlich auch schon fertig, die schmeckt auch schon so super lecker. Aber heute mache ich sie mit etwas Sahne. Das gebe ich jetzt noch hinzu und püriere das Ganze nochmal ca. 10 Sekunden. Ihr könnt die Suppe in 2 Varianten genießen, einmal mit und einmal ohne Sahne. Und der Kartoffelauflauf ist super, super lecker und das Ganze alles ohne Fleisch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachkochen, wünsche euch noch einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal, eure Rabea.